Salut, ich bin's, Hannah Cash. Heute erkläre ich euch, was für eine Rolle die Banken im Wirtschaftskreislauf spielen. In der letzten Episode habe ich euch die Rolle des Staates im Wirtschaftskreislauf erklärt. Er kassiert Steuern von Unternehmen und Haushalten und nutzt sie für Löhne, Sozialleistungen, öffentliche Aufträge und Subventionen. Dir ist das alles ein bisschen... Dann sofort zurück zu Episode 2. Hopp, hopp! In der Wirtschaft sind Banken überall mit dabei. Private Haushalte, also Leute wie du und ich, können ihr Erspartes bei den Banken deponieren. Vorausgesetzt, man ist schlau und hat nicht alles Geld für unnötige Dinge ausgegeben. Sparen ist schlau, weil, wenn man das Geld auf einem Konto der Bank aufbewahrt, zahlt diese einem als Belohnung einen Zins. Das ist formidabel. Denn jetzt arbeitest nicht du für das Geld, sondern das Geld für dich. Warum aber zahlen uns Banken Geld dafür, dass sie unser Geld sicher aufbewahren? Eigentlich müssen sie für diese Dienstleistung von uns Geld verlangen. Der Trick ist, Banken bewahren unser Geld nicht einfach im Tresor auf. Sie verleihen es weiter an Haushalte und Unternehmen. So können diese etwas kaufen, das sie gerade brauchen, aber nicht sofort bezahlen können. Zum Beispiel ein Auto, ein Haus, eine Maschine oder eine Fabrik. Solch ausgeliehenes Geld nennt man Kredite. Die funktionieren so. Braucht man einen Kredit, unterschreibt man einen Vertrag mit seiner Bank. In diesem vereinbart man, wie viel Geld man ausleiht und wann man es zurückzahlt. Aber jetzt aufgepasst. Kredite sind teuer und Kreditverträge sind tückisch. Denn wer einen Kredit von der Bank aufnimmt, zahlt nun Zinsen an die Bank. Genau da machen Banken ihr Geld. Und zwar so. Der Zins, den sie für Kredite verlangen, ist höher als der Zins, den sie für deponiertes Erspartes zahlen. Die Zinsdifferenz ist das, womit die Banken Geld verdienen. Und das Unglaubliche ist, die Bank hat so viel Geld, sie kann sogar dem Staat Geld ausleihen und erhält auch von ihm Zinsen zurück. Ja, der Staat muss manchmal Kredite aufnehmen bei den Banken. Und dann gibt es noch die Anlagegeschäfte. Aber dazu befragt ihr am besten erstmal eure Lehrer. Und das waren die Banken im Wirtschaftskreislauf. In der nächsten Episode Angebot, Nachfrage und wie ein Preis festgelegt wird. Wenn euch mein Video gefallen hat, überweist mir ein Like. Ich bin Hannah Cash. Make Business, make Money. Bis zum nächsten Mal.